Hallo meine Lieben, liebes Grüßli von uns. Wir zeigen euch heute, wie man Steckzwiebeln und Knoblauch setzen. Da holt ihr euch am besten gute Ware aus dem Gartencenter, aus dem Internet oder aus dem Baumarkt. Ich tue da zuerst mal noch das Beet vorbereiten, die Schneckenkragen wegnehmen. Vielleicht kommen da noch ein paar Schätze führen. Wir haben jetzt hier noch Zwiebeln gefunden von letztes Jahr, die wir im Herbst gesetzt haben. Oktober und November ist eine gute Zeit, um Zwiebeln und Knoblauch zu setzen. Die können dann im Winter und im Frühling austreiben und ab dem Juni, Juli könnt ihr die dann ernten. Ich tue da gerne zuerst noch den Boden auflockern. Könnt ihr da einfach mit dem Spaten reinstechen und das so ein bisschen hin und her bewegen. So tut es ein bisschen den Boden lockern. Wir müssen jetzt gar nicht groß umgraben, das würde jetzt nur das Bodenleben stören. Einfach ein bisschen tiefgründig den Boden lockern, dass die Zwiebeln und Knoblauch besser wurzeln können. Der Fabio ist da noch die restlichen Bohnen am Ernten. Für die ist die Saison jetzt auch vorbei. Der Simbi ist auch schon ganz fest am Mithelfen. Wie ist das mit euren Haustierchen? Sind die auch ganz tatkräftig dabei bei der Gartenarbeit? Knoblauch sollte man etwa in 10 bis 15 cm Abstand pflanzen. Wir haben jetzt hier ein 55 cm breites Beet, darum da tue ich jetzt ganz bisschen dichter säen. Aber das ist nicht so schlimm. Da kann man dann die dazwischen gut rausernten, wenn sie schon mal ein bisschen grösser sind, dass die anderen nebendran weiter wachsen können. Das ist kein Problem. Man muss halt auch ein bisschen kreativ sein, wenn man nicht so viel Platz hat. Da seht ihr jetzt, wie dicht ich das etwa gesagt habe, wenn ich Platzverhältnis ausgenutzt habe. Ein bisschen weiter auseinander ist natürlich immer besser, aber wenn es auch nicht anders geht, dann ist es halt so. Einfach so, dass jemand sich eine gute Knolle ausbilden kann und die andere nicht in den Weg kommt. Dann könnt ihr mit einer Schaufel das Ganze ein bisschen tiefer setzen. Knoblauch etwa 5 cm tief. Die Spitze oben ist wichtig. Und dann könnt ihr das schön zugraben. Fabio hat noch eine Liane von einer Bohne gefunden. Die haben wir gedacht, behalten wir trocknen. Kann man vielleicht noch als Deko brauchen. Sieht wirklich noch cool aus. So, die restlichen Knoblauch noch setzen. Der Fabio ist noch im Kampf mit den Bohnen. So, die Bohnen sind geerntet, die Bohnenpflanzen sind abgeschnitten. Die Wurzeln der Bohnen könnt ihr im Boden lassen. Da haben wir noch ein bisschen Stickstoffdüngung im Boden. So, Zwiebeln setzen. Simbi ist auch wieder dabei. Zwiebeln kann man ein bisschen dichter säen wie Knoblauch, etwa 10 cm Abstand, nicht 15 wie bei den Knoblauch. Ich habe jetzt hier etwa 4 in einer Beetreihe gemacht.
Auch nicht so tief setzen wie Knoblauch, Zwiebeln wirklich nur etwa so 2 cm versenken. Einfach so, dass gerade die Spitze so knapp unter der Erde ist oder noch ein bisschen raus schaut. Da sieht man es gut, wirklich nur ganz so an der Oberfläche mit dem Spitzkegel rauf. Timpi hat unsere Tropfenwässerung entdeckt. Der Freche. So, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt dann noch die Schneckenkragen draufgesetzt, aber nicht wegen der Schnecken, sondern wegen diesen frechen Viechchen hier. Die brünzeln nämlich sonst ins Bett. Also auch als Tipp für euch, Schneckenkragen gegen Büsi. Wir haben Feierabend. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar wertvolle Tipps mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!